Mode ist seit jeher mehr als nur Bekleidung. Bereits von Beginn an zeigt sich in der unterschiedlichen Ausformung der Gewandung, welche Rolle jemand in einer Gesellschaft innehat und welche zugeschrieben wird. Unsere Kleidung erfüllt Ansprüche und ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Allerdings ist sie auch immer dem kulturellen Wandel der Zeit und stilistischen Tendenzen unterlegen. Heute, wie auch schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gilt, the F in Fashion is for fun. Zumindest wer es sich leisten kann. Gerade in der Mode der frühen Neuzeit spielen Krägen eine ganz bedeutende Rolle. Häufig aufwendig und dekorativ gestaltet, zeigt sich an ihnen der Reichtum und soziale Status ihrer Trägerin und ihres Trägers. Die als Halskrause, Mühlsteinkragen, Achterkragen oder Fräse bezeichnete Kragenform entwickelte sich aus dem ursprünglich schmalen, mit dem Hemd verbundenen Halsabschluss. Aus der spanischen Mode kommend ist die Halskrause ein aus Rüschen gezogener, wellenförmiger Abschluss des Kragens. Es gibt ihn auch in Form von mehreren Schichten Plissé, das sich eng um den Hals schlingt. Daraus wird schließlich ein eigenständiges, immer größer und voluminöser ausfallendes Kleidungsstück. Wohlhabende Männer tragen vorwiegend gestärkte, starre Krägen, während für Frauen weichere und mit Spitze oder Perlen verzierte Formen beliebt werden. In den Königreichen Frankreich, Niederlande und Großbritannien formen sich monumentale, ausladende Spitzenkrägen im Nackenbereich, die vorne geöffnet mit dem Dekolleté verbunden sind und als Stuart- oder Medici-Kragen bekannt werden. Kostbare Kleidung, opulente Krägen und herrschaftliche Kronen sowie luxuriösen Schmuck in allen Facetten finden wir nicht nur in großformatigen Gemälden, sondern auch in Medaillen. Gerade Stücke aus der Glanzzeit des Barocks weisen häufig eine aufwendige Bild- und Formensprache auf. Bei weiblichen Porträts stechen die unterschiedlichen Kleidungsstile heraus. Beeindruckende Halskrausen und Spitzenkrägen sowie komplizierte Hochsteckfrisuren dominieren hier das Bild. Insbesondere für Königinnen gilt es, eine repräsentative Bildsprache zu finden, um sie entsprechend ihres Rangs abzubilden. Eine Silbermedaille von 1599 präsentiert uns das Statthalterpaar der spanischen Niederlande, Albrecht VII. Und Isabella Clara Eugenia. Der monumentale Mühlsteinkragen weist auf ihre höher gestellte Position hin und repräsentiert ihre gesellschaftliche Stellung. Eine historisch bedeutende Frauenfigur ist Maria de Medici. Sie war ab 1600 die zweite Frau von Heinrich IV. Von Frankreich. Als mächtige und einflussreiche Herrscherin war sie auch eine Förderin der Künste. Wir kennen sie etwa aus einem Porträt des flämischen Malers Peter Paul Rubens von 1625 mit nach hinten aufgefächertem, mit Spitze verziertem Kragen. Das Gemälde befindet sich in der Gemäldegalerie im Kunsthistorischen Museum. Ein ganz ähnliches Porträt mit ausladendem Spitzenkragen finden wir auf einer Silbermedaille. Sie trägt hier ein prunkvolles Kleid mit verzierten Nähten und eine eng am Hals liegende Perlenkette. Ihre Frisur besteht aus einem nach oben und hinten gekämmten Dutt, der durch einen Schleier eingefasst wird. Eine weitere Medaille zeigt uns Cosimo II. Aus der Familie der Medici. Er trägt den typischen, aus Leinen gefalteten Mühlsteinkragen, der sich fächerförmig an den Hals schmiegt. Darunter ist eine fein ziselierte und durch florales Rankendekor verzierte Prunkrüstung sichtbar. Seine Gemahlin, die er 1608 in einer der prächtigsten Hochzeiten der Medici heiratete, Maria Magdalena von Österreich, trägt einen ausladenden und im Nacken weit nach oben ragenden Spitzenkragen, dessen eindrucksvolle Randbordüre in der Medaille besonders herausgearbeitet erscheint. Sie ist hier mit kunstvoll geflochtener Frisur und aufwendig gearbeitetem Schmuck als barocke Fürstin dargestellt. Es verwundert nicht, dass bereits Zeitgenossen ihren verschwenderischen Lebensstil öffentlich kritisiert haben sollen. Neben dem Kragen zeigt uns das gesamte Erscheinungsbild den Status der Abgebildeten und darüber hinaus gibt uns die Medaille Auskunft über die Mode der Zeit.